Freut mich sehr, lieber Stefan, dass ich dir heute ein paar Fragen stellen darf. Dein Spezialgebiet ist die Komplexitätsforschung. Vielleicht kannst du mal ganz kurz am Anfang erläutern, was ist Komplexitätsforschung, was macht man da? Ja, also Komplexitätsforschung beschäftigt sich damit, komplexe Systeme so zu beschreiben, dass man prädiktive Vorhersagen machen kann. Also dass man das tun kann, was man in der Naturwissenschaft gewohnt ist zu tun, Vorhersagen zu machen, die dann auch eintreten oder nicht eintreten. Und das Problem bisher ist, dass das bei komplexen Systemen sehr, sehr, sehr schwer möglich ist. Warum? Weil komplexe Systeme fast immer basieren auf Netzwerken, also wo verschiedene Akteure oder Dinge miteinander verbunden sind über Netzwerke. Und diese Netzwerke ändern sich über die Zeit dynamisch. Und das macht die Sache sehr, sehr kompliziert. Wenn es jetzt um solche Vorhersagen geht, dann waren die letzten Wochen sozusagen geprägt von, ich will fast sagen, täglichen Vorhersagen, sehr, sehr wichtig, um Entscheidungen zu fällen, um sozusagen auch ein Gefühl zu bekommen für das, was da kommt. Kannst du vielleicht jetzt einmal im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie ein bisschen erläutern, um welche Vorhersagen ist es da gegangen? Was waren primär die ersten Fragen, die ihr euch gestellt habt? Die erste Frage, wo wir aktiv geworden sind, war, wenn man annimmt, dass die Fallzahlen sich so ausgebreitet hätten, wie das Anfang März der Fall war, wie lang hält das Gesundheitssystem das aus? Das war die Zeit, wo Italien gerade Schwierigkeiten bekommen hat oder wo klar geworden ist, dass das schwierig wird. Und die Frage bei uns war, wird es bei uns ähnlich oder nicht? Ja, da sind wir aktiv geworden, dass wir da das erste Mal gewarnt haben, in der ersten Märzwoche ungefähr, dass sich das auch nicht ausgehen kann, wenn die Maßnahmen weniger stark gegriffen hätten oder sie später eingeführt worden wären, hätte uns was Ähnliches wie in Italien auch passieren können. In weiterer Folge, was war die wichtigste Frage ist, wie kann ich modellieren die Fallzahlen? Ja? Also die positiv Getesteten, das ist eine Zahl, die vorhanden ist, die allerdings nicht, das ist keine gute Zahl, weil die hängt ab. Am Anfang hat sie abgehängt oder ist sie abgehangen von wie viel kann man testen. Ja, wenn ich nur wenige Tests habe, dann sind die wahren Infizierten immer viel, viel höher als die positiv gemessenen. Also da geben die Tests so einen Upper Limit. Das hat sich dann verändert, verbessert, mehr Tests, dann wird die Zahl auch besser. Eine andere Zahl, die wesentlich ist, vorherzusagen, ist, wie viel Intensivbetten wird man brauchen, wie viel andere Spitalsbetten wird man brauchen. Also dafür haben wir dann versucht, Prognosemodelle zu machen, die sehr auf den österreichischen Fall geeicht sind, oder nicht geeicht, sondern kalibriert sind, um die österreichische Situation abzubilden. Also, was alles andere als leicht ist, weil es sehr oft zu Datenschwierigkeiten gekommen ist. Also ich erinnere mich zu Beginn der Sache, wie schwer es ist, abzuzählen, wie viel Intensivbetten wirklich belegt sind. Es klingt einfach, ist aber ein gar nicht so einfaches Unterfangen, wenn man sich wirklich auf die Zahlen, die man bekommt, dann verlassen will. Ist das nicht einfach. Wo kriegt ihr denn diese Zahlen her? Also nehmen wir das konkrete Beispiel der Intensivbetten, die gerade belegt sind. Man weiß ja, wo diese Intensivbetten sind, in welchen Spitälern, und die müssten sozusagen täglich dann berichten. Oder gibt es da eine Stelle, wo man das abrufen kann? Ja, ich glaube, es gibt keine Stelle, wo man das abrufen kann. Die Krankenhäuser melden eine Zahl, die Behörden wissen eine andere Zahl. Das ist verblüffend, dass diese Zahlen nicht gleich sind. Und das hat einige Zeit gedauert, bis wir gewusst haben, auf welche Zahl man sich besser verlassen kann.
Das hat ein bisschen auch gezeigt, was Schwachstellen in unserem System sind. Das sind schon Dinge, die man im 21. Jahrhundert denken würde, dass das sehr, sehr gut funktionieren müsste, bis 100 zu zählen und das so zu machen, dass das dann auch österreichweit stimmt. Die Aufgabe ist kein großes technisches Ding. Ja? Es gibt 250 Krankenhäuser und 250 Mal bis zu 10 zählen müsste eigentlich möglich sein. Nun, wenn ihr diese Daten dann habt, wie stellt man sich das jetzt in der Praxis vor? Es ist sozusagen jeden Tag es gab dann Prognosen, wie es in einer Woche sein könnte oder wie es in 14 Tagen sein könnte. Und fast jeden Tag haben sich diese Prognosen wieder ein bisschen angepasst. Ich sage jetzt wahrscheinlich ein völlig falsches Wort, angepasst, aber man muss sie ja sozusagen auf den aktuellen Stand bringen. Welche Daten oder wo kriegt man diese Aktualität dieser Daten her und welche Daten braucht man? Du hast einerseits gesagt, die Intensivbettenbelegung. Was gibt es noch? Was muss man wissen? Man braucht Modelle. Man muss wissen, wie man diese Daten, die man hat, in ein Modell hineinfüttert und dann kriegt man ein Ergebnis. Je nachdem von dem Modell, das man verwendet, kriegt man ein Ergebnis. Und dann würde man gern wissen, was das Ergebnis jetzt heißt. Es kommt eine Zahl heraus, eine Prognose oder eine Kurve, das sagt, in den nächsten 2 Wochen geht das so und so. Und dann möchte ich wissen, ob das jetzt vernünftig ist oder nicht. Ja? Und das ist die Kunst, das ist die große Kunst. Einmal darf ich mich nicht auf ein Modell verlassen, sondern man sollte eine ganze Reihe von Modellen haben, die sich gegenseitig checken und testen und herausfordern. Warum brauche ich das in diesem Fall? Weil Epidemiologie oder Ausbreitung von Viren in einer Gesellschaft, das ist ein sehr nicht linearer Prozess. Das heißt, das ist sehr, sehr heikel in Bezug auf die Annahmen, die man trifft und auf die Parameter, die man hat. Wenn eine Epidemie wie die jetzige noch unbekannt ist, sind diese Parameter zum Teil sehr unbekannt und zum Teil mit riesigen Fehlerbalken behaftet. Und deswegen ist es wichtig, von verschiedenen Perspektiven auf das gleiche Problem zu schauen und deswegen verwendet man verschiedene Modelle. Stefan, was uns jetzt natürlich am meisten interessiert ist, wie geht es jetzt weiter? Der Blick in die Zukunft heute. Jetzt ganz Schritt für Schritt sozusagen das gesellschaftliche und das wirtschaftliche Leben in Österreich beginnt wieder hochgefahren zu werden. Wie prognostiziert ihr da? Was sind da jetzt sozusagen die Voraussagen? Einerseits zum Beispiel die Frage nach einer zweiten Welle oder nach mehreren kleinen Wellen, die da kommen kann. Habt ihr da Daten? Kann man das irgendwie vorhersagen? Kann man das berechnen? Ich glaube, es ist unheimlich schwierig, das vorherzusagen. Auch die zweite Welle. Von unseren Modellen allein her kann man es überhaupt nicht vorhersagen. Und wenn man das gemeinsam sieht mit Wissen der Virologen und dem Verhalten der anderen Corona-Stämme, der 4 anderen, die da sind, weiß man, dass da starke Saisonalität gibt. Und es natürlich vernünftig ist anzunehmen, dass der wie seine 4, sagen wir, Brüder im Herbst, Winter wieder auftreten kann, dass das alles andere als unwahrscheinlich ist. Was es dafür braucht, ist mir persönlich relativ klar. Ich bin natürlich nicht, das ist eine persönliche Meinung. Was es bräuchte nächstes Mal, ist nicht ein Lockdown auf Länderebene in Europa, sondern auf chirurgischer Ebene. Ja? Dass ich ganz minimal invasiv, würde man sagen, der Med-Uni eingreifen kann und nur lokal Infizierte herausnehmen kann und Cluster herausnehmen kann. Und wie macht man das? Das ist eine große Frage. Ich brauche Contact Tracing in irgendeiner Form. Und ich kann Contact Tracing auf 2 Arten machen. Ich kann das entweder mit Personen machen, dass ich jeden Infizierten befrage nach den Kontakten, die er die letzten 2 Wochen gehabt hat. Das ist natürlich fehleranfällig, weil wenn man dich fragt, wen hast du die letzten 2 Wochen getroffen, ist
im Nicht-Lockdown-Modus wahrscheinlich sehr, sehr schwierig und du vergisst wahrscheinlich viele Kontakte. Auf der anderen Seite gibt es die elektronische Möglichkeit, die mit den Tracing-Apps, wo Kontakte zwischen Personen festgestellt werden und 2 Wochen aufgezeichnet werden. Und würde eine Person dann infiziert werden, würden alle anderen Leute, die im Laufe der letzten 2 Wochen in Kontakt mit der Person waren, verständigt werden. Die sollten dann getestet werden. Sobald da irgendjemand positiv ist, sollte das weitergehen, so wie ein Schneeball, sollten die anderen wieder informiert werden. Und so könnte man, wenn diese Tests schnell funktionieren, was man hoffen kann, oder dass das sein wird im Herbst, könnte man blitzschnell die Quellen identifizieren und ausheben. Und könnte alles offen lassen. Jetzt ist die Frage, wie gut funktionieren diese elektronischen Tracing-Apps? Das ist die eine Frage, wie gut ist das technisch? Das ist, glaube ich, noch nicht ganz geklärt, dass die wirklich fehlerfrei funktionieren und dass sie vor allem nicht zu wenige Kontakte aufzeichnen. Das ist, glaube ich, noch ein großes Problem. Und das zweite ist ein gesellschaftspolitisches Problem. Es ist eine Form der Überwachung, egal wie man das umsetzt, ob das zentral gespeichert ist oder dezentral. In beiden Fällen ist es eventuell eine Form der Überwachung, die missbraucht werden kann, entweder durch Stehlen von Daten oder durch politischen Willen, so wie es in China vielleicht sein könnte. Also das gilt es zu klären, und ob man das will, also wie Merkel gesagt hat, der Virus ist eine demokratiepolitische Zumutung. Das ist er. Einmal ist er eine Zumutung, weil er unser Gesundheitssystem kaputt macht. Dann ist er eine Zumutung, weil er unsere Bewegungsfreiheit einschränkt durch Lockdowns oder unsere Wirtschaft kaputt macht durch die Lockdowns oder dadurch, dass wir gezwungen werden, unsere Kontakte offen zu legen, zumindest für die Zeit der Krise. Aber das gilt eben abzuwägen. Wenn man sich dafür entscheidet, diese Contact Tracing zu machen, was natürlich nicht super ist oder eigentlich katastrophal ist, aber im Vergleich zu ein gesamtes Land runterzufahren und in den Lockdown zu schicken, ist es sicher zumindest mal debattierwürdig. Wenn man sich entscheidet, das technisch umzusetzen, dann glaube ich, würde Wissenschaft wieder einen großen Sinn machen. In der Art und Weise, wie Cluster identifiziert werden, wie man möglichst unter Wahrung von Datenschutz und Privacy Rights vorgeht, etc. Man kann natürlich das in Mischformen auch denken, dass man nicht verpflichtend macht, sondern es freiwillig macht, und auf der anderen Seite so ein Bonus-Malus-System einführt. Eine Region wird zum Beispiel dann runtergefahren, wenn die Anzahl der Personen, die ich nicht einem Cluster zuordnen kann, eine gewisse Schwelle überschreitet. Also wenn es in einem Bezirk in Österreich mehr als 3 Personen gibt, wo ich nicht weiß, wo das herkommt, dann sperre ich zu. Das gebe allen Regionen großen Incentive, da sehr genau zu sein und lokal zu versuchen, wirklich nachzuvollziehen, woher die Infektionen kommen. Wenn das gelingt, wäre eine schöne Sache. Dann müsste man es nicht flächendeckend verpflichtend einführen, so ein elektronisches Contact Tracing, sondern könnte auf eine Mischung von freiwillig, aber doch mit einem starken Incentive, dass man es regional gut durchführt, machen.
Das wäre so meine Meinung zur nächsten Welle. Aber ein Thema sozusagen kommt einem da schon in den Sinn, das Virus in den Griff zu bekommen, wenn man gleichzeitig jetzt die Grenzen öffnet, das Reisen wieder immer mehr möglich ist. Inwieweit kann man das, wenn man so Predictive Analytics Vorhersagen macht, überhaupt dann noch rechnen, wenn man sagt, es geht aber jetzt wieder los, die Mobilität nimmt wieder zu und das Virus kann sich wieder frei über die Grenzen hin sozusagen auch austreiben? Unsere Idee wäre da, wir haben es für Österreich gemacht, wir müssten es für Europa machen, wir müssten es für die Welt machen. So eine Corona-Ampel haben wir gemacht. Da gibt es eine Österreich-Karte, da gibt es für jeden Bezirk eine Farbe, rot, grün oder gelb. Und wenn das grün ist, hat man quasi keine Fälle mehr. Oder sehr wenige Fälle pro 10.000 Einwohner, sodass das unter einer kritischen Schwelle ist, das ist nicht mehr gefährlich. Kann man debattieren oder muss man debattieren, was da die Schwellwerte sind etc. Aber wenn ich das für sagen wir, Deutschland auch hätte, und Deutschland grün ist und Österreich ist grün, dann gibt es keinen Grund, warum man nicht hin und her reisen sollte. Wenn Deutschland gelb ist oder rot und Österreich grün, dann wäre es für die Deutschen egal, wenn Österreicher nach Deutschland kommen. Aber für Österreich sollte keine Deutschen nach Österreich lassen. Ja, also mit diesen Farben könnte man dann sagen, Leute, Grenzen zwischen Regionen oder Ländern gehen dann zu, wenn es da einen großen Unterschied gibt. Das wäre eine ganz einfache Logik, die glaube ich, gut nachvollziehbar ist. Und wenn es zu größeren Gradienten wieder kommt oder zu größeren Unterschieden in den Infektionsdichten oder Prävalenzen, dann müsste man Regionen wieder oder Grenzen zusperren, sonst kann man sie offen lassen. Aber es braucht ein gutes Monitoring. Darf ich dich zum Abschluss noch fragen, Stefan, deine Voraussage jetzt für, sagen wir mal, 2020. Hast du ein Gefühl, wo du glaubst, das ist das wahrscheinlichste Szenario? Das heißt, es kommt jetzt irgendwann dann eine große zweite Welle, es kommen immer wieder nur so Cluster, sozusagen bezogene Wellen oder Peaks, oder es wird jetzt einfach immer weniger. Das kann regional, das kann ganz spezifisch sein, aber das kann global sein, wenn du dir darüber sprichst. Was ist das wahrscheinlichste Szenario? Ich habe keine Ahnung. Aber dass die zweite Welle tödlich sein kann, wissen wir von der spanischen Grippe. Da war die zweite Welle die tödliche, die gefährlichste. Die haben allerdings noch ein ganz anderes Bild von Viren und Epidemiologie gehabt. Das kann man deswegen nicht vergleichen. Ich glaube, wir sind super aufgestellt für die zweite Welle, im Prinzip. Wenn wir uns politisch nicht im Weg stehen, wenn wir jetzt auch die nächsten Monate, wo die unmittelbare Gefahr jetzt mal reduziert ist, nutzen, um uns wirklich besser aufzustellen für ähnliche Fälle. Zum Glück war die Sache in Österreich nicht so schlimm, wie sie in anderen Ländern ist, wie sie sein hätte können. Aber man kann noch besser aufgestellt sein. Ja? Speziell das, was mit diese Cluster-Identifizierung betrifft. Das haben wir im Land, da haben wir auch kompetente Leute dazu, aber das kann man sicher noch verbessern und auch technisch unterstützen. Und was man auch nutzen muss, ist die Zeit, um Awareness dafür zu schaffen. Ich glaube, die Gefahr ist jetzt, dass man sagt, okay, ist eh vorbei und natürlich lassen wir uns nicht überwachen, aber wir sollten die Debatte aufrechterhalten, um zu schauen, um dann, sagen wir, im September oder Oktober zu wissen, falls das wieder massiv auftritt, um zu wissen, ja, wir wollen jetzt dieses elektronische Contact Tracing einführen oder wir wollen das sicher nicht. Dafür haben wir aber die und die und die und die andere Alternative. Diese Alternativen jetzt durchzudenken, um dann das schnell und ohne politische Hürden und mit möglichst viel Public Support umsetzen zu können, ist jetzt die Zeit, das zu kommunizieren und zu vermitteln, dass das wichtig ist.
Lieber Stefan, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Antworten, für deine Expertise und auch natürlich danke für deine Arbeit, die du da machst, sozusagen, die uns ja allen zugutekommt. Ganz, ganz herzlichen Dank. Gerne, danke.